Glanz und Glamour neben mir auf dem Sofa. Conchita, ehemals Conchita Wurst, sitzt neben mir. Conchita, ich freue mich so besonders, weil du auch singen wirst in dieser Sendung. Ist man eigentlich dann immer noch so ein bisschen aufgeregt vorher? Ja, ist man schon. Denn die Stimme ist was ganz Fragiles und ich weiß, wir Sänger nerven die Welt mit unserem es zieht und was ist immer. Aber ja, und aufgrund dieser Tatsache, dass immer was sein kann, ist man immer aufgeregt, ja. Okay, also ich freue mich sehr auf den Gesang, aber natürlich auch aufs Gespräch. Jetzt bei das. Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Als sie vor 3,5 Jahren mit einem fulminanten Auftritt den Eurovision Song Contest gewonnen hat, da war ganz Europa ziemlich schlagartig klar, hier ist ein Star geboren. Als Conchita Wurst hat sie die Herzen erobert, wo auch immer sie auftritt, beziehungsweise jetzt nur noch als Conchita. Heute zu Gast auf dem roten Sofa. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Wo ist die Wurst geblieben? Ja, ich hab mich von meinem Nachnamen verabschiedet, weil die Engländer das nicht wahnsinnig toll aussprechen. Und die sagen Worst und zu Deutsch ist das das Schlimmste. Und ich dachte mir, lassen wir das doch weg. Aber Conchita bleibt. Conchita bleibt, ja, vorerst. Ich habe mir, Conchita, wirklich sehr lange heute überlegt, was ich anziehen soll, weil du bist immer so perfekt gestylt. Ich habe gedacht, ich kann alles falsch, eigentlich alles nur falsch machen, Das ja, ist nicht neben wahr, das Conchita. sieht sensationell aus. Ja, das musst du ja jetzt sagen. Ist das selbstgeschneidert? Nein, nein, nein. Ich bin in der glücklichen Situation, dass mir viele Designer dieser Welt ihre Klamotten borgen. Und darum darf ich immer so tolle Sachen anziehen, muss sie aber auch abgeben. Aber selber designen und nähen machst du gar nicht mehr, keine Zeit wahrscheinlich. Ne? Ewig nicht mehr. Also ich entwerfe dann schon im Vorbeigehen mal irgendetwas, was mir einfällt, aber zur Nähmaschine habe ich mich schon sehr lange nicht mehr gesetzt. Ja, das steht hier jedenfalls ganz hervorragend. Conchita, würde dich das Weltall reizen? Es gibt ja Menschen, die lassen sich jetzt schon auf die Liste setzen. Nein, gar nicht. Lustigerweise wurde mir diese Frage vor gar nicht so allzu langer Zeit gestellt und ich habe Höhenangst. Das ist natürlich eine sehr schöne Begründung. Aber ich finde, das Weltall braucht Conchita im Grunde auch gar nicht. Bei ihr ist auch hier unten schon genug los. Christine Turner stellt sie vor. Was für eine Erscheinung. Conchita alias Tom Neuwirth. Und dazu noch diese Stimmgewalt. Ich habe aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass dieser Look eben wahnsinnig polarisiert. Der ESC 2014, ihr Triumph. This night is dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. Klein Tom aus der Steiermark ahnt noch nicht, dass er einmal als Conchita dem Chefdiplomaten der Vereinten Nationen Ban Ki-moon begegnen wird. Toleranz ist die Botschaft. Aber eines war dem Showtalent schon früh klar. Es muss die große Bühne sein. Und? Ich hatte immer, wie soll ich sagen, gute Vibes. Damit eroberte Conchita zuletzt auch das Opernhaus von Sydney. Und heute das rote Sofa. Sie hat es ja eigentlich schon erobert, schon in den ersten Minuten. Conchita, wenn du so anreist, also als du heute hierher gekommen bist, siehst du dann so aus, dass man dich sofort erkennt? Oder bist du völlig inkognito? Merkt kein Mensch, das ist Conchita? Also man würde mich erkennen, wäre ich schon in Haar und Make-up. Heute tatsächlich war das nicht der Fall. Erstens aus Zeitgründen und zweitens vielen Dank an die Maskenabteilung von das, denn ich habe mein gesamtes Make-up zu Hause vergessen und wurde hier bestens ausgestattet. Ja, stimmt, das wurde mir erzählt, dass du das von uns bekommen hast. Ich hätte gedacht, du nimmst nichts anderes als das, was du selber, womit du dich normalerweise stylst. Es ist gar nicht wirklich so, dass ich nichts anderes nehme, nur man kennt die Produkte und man weiß, welchen Pinsel man für was und dann ist man relativ schnell. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du genau weißt, dass du etwas nicht eingepackt hast. Ja. Und das ist mir heute im Flugzeug passiert. Und das macht einen nervös. Ist mir noch nie passiert, aber ich bin sehr glücklich. Vielen Dank. Du siehst sehr gut aus und bist auch völlig entspannt. Genießt du das denn, wenn du nicht erkannt wirst? Ich genieße es sehr, wenn ich nicht erkannt werde. Man muss realistisch sein und sagen, ich bin nicht Lady Gaga. Also selbst wenn ich gestylt auf die Straße gehe, bildet sich keine Menschentraube. Aber es gibt auch Situationen, wo es mir sehr gut tut, dass man nicht weiß, wer um 4 Uhr morgens auf der Bar tanzt.
Ich habe in einem Interview gelesen, das ist noch gar nicht so lange her, da hast du gesagt, ich muss Conchita töten. Also die bärtige Frau, die brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Aber du hast es ja noch nicht gemacht. Nein, ich habe es nicht gemacht. Und ich habe auch noch einige Dinge vor mit dieser Kunstfigur und mit diesem Look. Ich mache mein zweites Album und möchte mit dem natürlich auch auf Tour gehen. Aber ich möchte mich weiterentwickeln und es gibt so viele Dinge, die ich machen möchte, wo ich keine Perücke brauche und kein Make-up. Und deswegen habe ich mal sehr reißerisch formuliert, dass es durchaus sein kann, dass ich die Haare auch an den Nagel hänge. Ja, ich fand das interessant, aber es kann ja auch so ein Abschied auf Raten sein. Du kannst dich ja so allmählich verändern. Cher macht 98 letzte Vorstellungen. Wer weiß, vielleicht entscheide ich mich auch erst in 20 Jahren dazu zu gehen. Du bist ja mit einem relativ neuen, also einer neuen Conchita unterwegs, also From Vienna with Love heißt es, mit einem riesen Orchester, Philharmonischen Orchester. Das muss doch ein ganz anderes Gefühl sein, als das, was du vorher gemacht hast. Es ist ein Geschenk. Also man muss schon wirklich sagen, wenn man das Privileg hat, mit einem Orchester spielen zu dürfen, dann kniet man sich da auch hin und dankt wem auch immer dafür. Es ist wahnsinnig toll, Popmusik zu machen. Ich liebe Popmusik und ich singe das gerne und das ist auch alles in Ordnung. Aber wenn dann diese Songs in dieses orchestrale Parfum getaucht werden, dann ist das einfach nochmal ganz was anderes. Und das ist für mich ein Erlebnis und ich hoffe auch für mein Publikum. Denn es ist, wie soll ich sagen, Orchesterkonzerte kann man auch nicht so in einer Regelmäßigkeit besuchen. Und deswegen bin ich über die Maßen glücklich. Und ich meine, man muss ja sagen, was ganz Besonderes, also was das noch getoppt hat, war ja, dass du dieses Programm in der Oper in Sydney aufführen durftest. Da träumen viele ihr Leben lang von. Wie kam das denn? Ich habe in einem Interview, als ich das erste Mal in Australien war, gesagt, irgendwann spiele ich in der Sydney Opera. Und dankenswerterweise haben das die richtigen Menschen gehört. Und tatsächlich wurde das dann ein Jahr später realisiert. Und es war wie eine Traumsequenz, muss ich ehrlich gestehen. Und wenn ich heute die Bilder sehe, ist es wahrscheinlich viel realistischer, als es damals war. Das war so ein, soll ich sagen, ein Wirbel an Terminen und an Emotionen, dass man das konnte ich wahrscheinlich damals gar nicht so wirklich genießen. Ja, aber jetzt genießen wir es mal zusammen mit unseren Zuschauern. Wir gucken uns mal einen Ausschnitt an. Thank you so much for joining us tonight. This is, I don't even have enough words to tell you what this means to me. He fills my heart, he fills my heart with many special things, with angel songs. Oh, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das sehe. Vielen Dank. Wenn jetzt deutsche Fans dich sehen wollen mit dieser Orchestertour, wo haben sie eine Chance? Zum einen, Tour ist fast ein bisschen zu viel gesagt. Zu wenig, ne? Ja. Probieren mal 2 Konzerte aus. Und ich spiele am 7. November in Berlin in der Philharmonie und am 8. November bin ich hier in Hamburg in der Leishalle. Und ja, es gibt noch ein paar Plätze. Ja, das ist bestimmt ein Erlebnis, was man nicht verpassen sollte. Warst du mal im Laufe der Jahre, wo du überall schon aufgetreten bist, auch mal in Rostock? Nein. Rostock nicht? Nein, war ich noch nicht. Also wenn du da mal bist, dann musst du unbedingt einen Abstecher machen zu einer der Hauptattraktionen der Stadt. Ich kenne sie auch nicht. Das ist die astronomische Uhr der Stadtkirche St. Marien. Also vor allem, wenn man sich überlegt, dass damals dann irgendwie schon 2017 auf dieser Scheibe stand. Was hätten die sich gedacht, wie es heute bei uns aussieht? Ja. Hast du mal überlegt, ob du gerne mal in einem anderen Jahrhundert gelebt hättest? Ja. Aber nein. Nein. Also ja, ich habe darüber nachgedacht, aber nein. Ich glaube, es ist alles in Ordnung, so wie es ist. Das ist schon eine gute Zeit, in der wir leben, ne? Also noch. Ne? Noch. Ich denke, es gibt viele Herausforderungen, die man zu stemmen hat, aber ja. Wobei vielleicht in den 70s, irgendwo in New York. In den 70ern in New York, ja. Ein ganz kurzes Leben mit viel Party, vielleicht. Conchita, also viele identifizieren dich natürlich immer noch mit diesem Wahnsinnssieg beim Eurovision Song Contest vor 3,5 Jahren. Du wurdest auch vorher, es wurde schon viel über dich berichtet im Vorfeld, also du warst eigentlich schon sehr bekannt, bevor es überhaupt zu dem Auftritt kam. Hast du denn insgeheim schon damit gerechnet, dass du es schaffen würdest? Nein. Ich bin in dieses Projekt Song Contest mit dem einzigen Ziel gegangen, das da hieß, ich stelle mich der Welt vor. Ich wusste, dort sind Journalisten geballt für 2 Wochen aus der ganzen Welt, die man so nicht auf einem Haufen treffen wird. Und ich wusste wohl, dass das Medieninteresse an mir sehr groß ist und dachte mir,
alles, was passieren wird, passiert. Aber das kann ich lenken und das kann ich beeinflussen. Und wenn ich es schaffe, dass mein Name in die Welt getragen wird, dann ist das für mich schon mal ein Gewinn. Aber dass dann passiert ist, was passiert ist, damit habe ich nicht gerechnet. Also, dass der Name in die Welt getragen wurde, das ist ja wirklich zur Genüge und sehr, sehr ausgiebig passiert. Bei dem Auftritt aber auch wirklich kein Wunder. Der erste Eurovision Song Contest Sieg für Österreich. Herzlichen Glückwunsch nach Wien. James Bond-artigen Shirley Bassey Song, den sie aber blendend gesungen hat. Auch Shirley hätte es kaum besser machen können. Die Tränen fließen. Once you're mine. Du hast ja danach, also es ist einfach immer wieder, kann sich immer wieder angucken, ne? Ich muss auch ehrlich gestehen, ich kann mir das nicht angucken, ohne Gänsehaut zu bekommen oder den Tränen nah zu sein. Immer wieder, obwohl du es ja schon so oft gesehen hast. Ja, aber es ist so, wem passiert denn das? Also ohne jetzt überheblich klingen zu wollen, aber das sind so große Emotionen, das kann ich bis heute nicht beschreiben, wie man das prozessiert. Ich habe keine Ahnung. Man funktioniert wahrscheinlich einfach, oder? Irgendwie muss es ja dann weitergehen. Tatsächlich, ich hab da auch keine Erinnerungen aus meinen Augen. Also ich kenne das alles von Videos und Zusammenschnitten, aber ich glaube, das ist ein Sicherheitsmechanismus, weil der Körper gemerkt hat, oh, die klappt uns zusammen. Ich glaube, dann fährt man auf Autopilot. Ist da nicht auch irgendwas passiert mit dem Mikrofon, das in die Toilette gefallen ist? War das vorher oder nachher? Es war, ich musste schon sehr lange auf die Toilette. Und wenn man gesungen hat, dann wird man in den Green Room gebracht. Und der war, dieser Bereich, also dieser Green Room, wo die Kandidaten sitzen, die gesungen haben. Und der Backstage-Bereich, wo die Toiletten sind so weit voneinander entfernt, dass wir alle mit Golfwegen hin und her gebracht werden mussten. Ach so. So, und das ging aber während der Live-Show nicht. Und wir haben gefragt, wie viel Zeit wir haben. Und ich glaube, wir hatten 7 Minuten, bis ich wieder im Bild sein musste. Wir haben uns angeguckt und entschieden, und ich habe entschieden, ich muss. Und dann sind wir durchgelaufen und ausgezogen und dieses enge Kleid. Und dann ist mir dieses In-Ear-Set ins Klo gefallen. Und bevor ich am Klo war. Nur, um das klarzustellen. Aber ja, es war sehr turbulent. Aber es hat noch funktioniert, offensichtlich ja danach. Ja. Herrliche Geschichte. Ja. Du warst doch bestimmt in Hollywood mehrfach, ne? Du bist doch da überall gewesen nach diesem Auftritt. Ich war einmal bei den Golden Globes, ja, und dann eine längere Zeit in L.A., genau. Ja. Ist das eigentlich so ein Traum von jedem Künstler, irgendwann vor diesem Chinese Theater mal Hand- und Fußabdruck zu hinterlassen? Ja, das wäre natürlich toll. Also das hätte ich mich noch nicht gewagt zu träumen, denn ich glaube, Amerika ist schon noch mal ein anderes Ding. Aber ja, warum nicht? Ja, warum nicht, genau. Ja, und ich freue mich auch wie Bolle. Conchita ist hier und da wollen wir sie natürlich auch singen sehen. Den Gefallen tut sie uns. Hier ist sie mit ihrem Riesenhit Rise Like a Phoenix. Waking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble. Well, the time has passed. Peering from the mirror, no, that isn't me. A stranger getting nearer. Who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were born, once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, 'cause you're my flame. Go about your business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me, 'cause you
wouldn't know me today. And you have got to see to believe. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were born, once I'm transformed, once I'm reborn. I rise up to the sky. You threw me down, but I'm gonna fly and rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were born, once I'm transformed, once I'm reborn. You know I will rise like a phoenix, 'cause you're my Oh, so schön. So schön, wir sind alle begeistert hier. Also man kann es sich immer wieder anhören und du kannst es auch immer wieder mit der gleichen Inbrunst singen, oder? Ja, also ich muss sagen, dieses Lied war damals auch eine Herzensentscheidung. Und ich glaube, es ist so wie, wenn man sich einmal verliebt hat, dann ist man für immer verliebt. Du hast eine ganz, ganz starke Stimme. Was tust du dafür, dass sie so bleibt? Ich könnte mehr für meine Stimme tun, um ehrlich zu sein. Ich bin ein bisschen faul, was es anbelangt, Stimmübungen zu machen. Aber was ich definitiv immer mache, ist, wenn ich Auftritte habe, dann wärme ich mich auf. Also es gibt Fleißige, die üben jeden Tag und ich bin nicht so fleißig. Aber dafür wärme ich mich auf, damit ich nichts kaputt mache. Ja, also du tust aber wahrscheinlich auch nicht irgendwas, was dir schaden könnte, also bewusst. Nein, nein, bewusst nicht. Bist du eigentlich ein wetterfühliger Mensch? Also bist du jemand, der sich im Herbst nicht so gut fühlt wie im Sommer? Ich muss gestehen, dass ich in den letzten 2 Jahren bemerkt habe, dass der Winter mir nicht wahnsinnig gut tut. Also das schlägt mir etwas aufs Gemüt. Das hatte ich früher gar nicht. Mal sehen, wie es dieses Jahr wird. Siehst du, da bist du nämlich nicht alleine. Und deswegen haben wir uns ja, das macht den November doch gleich angenehmer, so ein leckeres Eis. Du bist ja aber wahrscheinlich jemand, der diszipliniert ist, was das Essen angeht, oder, Conchita? Ich bin gar nicht wirklich diszipliniert. Ich denke, dass ich Glück habe, dass ich süßes Essen gar nicht mal so toll finde. Käseplatten könnte ich. Okay, aber wie wär's mit so einem selbstgemachten? Guten Abend. Natürlich ganz besonderen Eis. Weil wir nämlich herzlich willkommen hier in der Sendung und Glückwunsch zu Ihrem tollen Eis. Danke sehr. Was bekommen wir denn jetzt von Ihnen da? Wir haben einmal unsere Siegersorte, die Joghurt-Erdbeer-Cookie-Eis. Ja. Und einmal haben wir Ihre Lieblingssorte, den Tiramisu. Oh, da wird man doch mal schwach, oder, Conchita? Ich wollte gerade sagen, dass diese Frage sehr clever gestellt wurde im Vorgespräch. Vielen Dank. Lass Ja, es euch vielen schmecken. Dank. Wir werden das jetzt mal probieren. Ja, gerne. Danke und weiter mit dem Yes Wember. Das ist eine tolle Idee. Dankeschön. Dann haben wir bei so einem grauen Wetter, finde ich, hat man doch mal eher mal Lust auf was Süßes, als wenn Sommer ist, ne? Wie gesagt, aber das muss man kosten. Also vor allem, ich dachte mir auch schon bei dem Zuspieler gerade, also das wäre schon Eis, das ich essen muss. So, probieren? Ja. Das ist schon ziemlich gut, ne? Gut. Conchita, du musst ja eigentlich, was Essen angeht, dich ziemlich gut auskennen, weil deine Eltern ja immer noch einen Gasthof haben. Musstest du als Kind da auch mal mithelfen oder warst du freigestellt? Nein, ich musste mithelfen. Also ich hatte dann, als ich älter wurde, irgendwie einen Weg gefunden, um mich da rauszulabirieren. Ich habe dann immer gesagt, ich nähe euch alle Knöpfe an, wenn ich nur nicht wieder in dieses Gastzimmer muss. Das ist wirklich nicht meine Welt. Aber Familienbetrieb, und das ist nun mal so, da hilft man zusammen und das habe ich dann auch getan. Ich habe mich dann eher immer im Hintergrund gehalten, was irgendwie absurd klingt, wenn man darüber nachdenkt, was ich jetzt mache. Aber ich wollte nicht so exponiert sein. Ich stand dann immer in der Küche bei meiner Mama und habe irgendwie abgewaschen oder sonst irgendwas. Aber ja. Und das heißt, du hattest auch so einen Rückzugsort auf dem Dachboden, wo du gerne warst. Und was hast du da so gemacht? Ja, mittlerweile wurde diese Geschichte schon sehr verromantisiert, muss ich sagen.
Ich wurde in den Dachboden geschickt, weil man mich da nicht zu laut singen gehört hat. Ach so. Wobei, ich verstehe das auch, weil ich habe damals als kleines Kind wahrscheinlich noch nicht so viele Töne getroffen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Gäste irritiert waren. Aber das war auch für mich toll, denn da oben war ich auch ungestört, alle anderen waren ungestört. Und so konnte ich dann wahrscheinlich auch mein Stimmvolumen austrainieren, denn dort oben konnte ich herumschreien und es war jedem egal. Und du hast auch erzählt, dein Coming Out, das war nicht so einfach, weil es ja nun in der Umgebung viele Leute gab, die da nicht so ein Verständnis für hatten. Die waren nicht so aufgeschlossen, wie das vielleicht in einer Großstadt gewesen wäre. Wie bist du denn damit umgegangen und vor allen Dingen deine Eltern auch? Es war eine sehr spezielle Situation, denn ich habe mich geoutet in einer Zeit, als ich mich dazu entschlossen habe, zu einer Castingshow zu gehen. Und wurde aufgrund dessen interviewt und habe in diesem Interview eben über mein Liebesleben gesprochen, wie es nun mal war oder ist. Und habe meine Eltern ein bisschen damit alleine gelassen, denn ich war dann ja auch wahnsinnig gut eingeteilt und hatte Proben und Auftritte etc. Das heißt, ich war sehr wenig zu Hause und habe sie so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit diesem Endresultat stehen gelassen. Und deswegen haben wir diese ganz kritische Phase, denke ich, nicht miteinander verlebt. Was vielleicht nicht schlecht war. Aber ich weiß, dass sie damit zu tun hatten. Und ich weiß, dass ich unfairerweise sehr ungeduldig war mit ihnen. Denn ich musste ja auch für mich viel früher, auch, wie soll ich sagen, es klingt blöd, aber es akzeptieren, wie es ist. Und in dieser Phase, wo ich gemerkt habe, ich stehe auf Jungs, dachte ich auch, ich bin ein Fehler. Und hoffentlich ist es eine Phase. Denn das wurde mir ja so beigebracht von unserer Gesellschaft. Und das hat echt ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, ich bin kein Fehler. Und es ist die Gesellschaft, die falsch denkt. Und meinen Eltern habe ich so ein bisschen diese Zeit genommen. Und das war... Die wurden überrumpelt, ne? Ein bisschen absolut. Damit. Und das war schwierig, aber wir alle sind daran gewachsen, haben gelernt. Und wir sind nach wie vor eine glückliche Familie. Was würdest du anderen raten? Weil du bist ja für viele bestimmt auch ein Vorbild, die in einer ähnlichen Situation sind. Wie soll man damit umgehen? Einfach früher davon erzählen? Oder? Ich weiß es nicht. Nein, ich würde das gar nicht an einen Zeitpunkt festpinnen. Denn manche wissen mit 40 erst, was sie wirklich vom Leben wollen. Und das ist dann genau der richtige Zeitpunkt. Und deswegen finde ich, das hat kein Datum. Aber ich glaube, dass Geduld und Verständnis schon wirklich eine Rolle spielen sollten und auch Reflexion und Respekt. Und auch wenn das Schlimmste passiert, was einem Teenager oder einem Kind passieren kann, dass die Eltern einen abweisen, das ist furchtbar. Aber zum Glück gibt es Institutionen, die helfen können. Und es ist nichts endgültig. Selbst wenn es schwierig ist für den Moment, kann das immer noch besser werden. Ja. Ich meine, du hast ja viel dafür getan, muss man sagen. Durch deine Auftritte und durch dein Selbstbewusstsein auch hast du natürlich zur Aufklärung beigetragen und auch zum Selbstbewusstsein von anderen. Ne? Das schmeichelt mir immer sehr, wenn mir das gesagt wird. Aber es ist für mich schwer anzunehmen, denn ich hatte ja nicht die Intention. Weißt du, was ich meine? Ich habe ja nicht gedacht, so und jetzt mache ich das und setze ein Zeichen. Sondern ich dachte, ich bin ja kompromisslos, habe einfach das getan, was ich machen wollte. Also eigentlich bin ich wahnsinnig egoistisch. Ja, das ist jetzt aber gut, es ergab sich so, aber es hatte ja Folgen. Ja. Ich habe Angst, dass es hier wegschmilzt, dieses köstliche Eis. Ich muss gestehen, dass ich auch verleitet bin, noch einen Löffel zu nehmen. Ja, ein Löffelchen müssen wir auf jeden Fall noch, das ist sonst zu schade. Also wir haben gerade darüber gesprochen, man kann sagen, Conchita ist so etwas wie ein Influencer, kann man sagen. Das ist ja so ein Modewort, aber in gewisser Weise bist du es auch. Ja? Na, wir können ja mal danach drüber sprechen, denn wir haben uns mit dem Wort Influencer mal so ein bisschen beschäftigt. Ja, also dieses Wort Influencer hat sich ja so rasend verbreitet. Das sind ja auch alles für sich Persönlichkeiten, interessante Leute, so wie Sie. Wie ist es bei dir? Hast du auch vor allen Dingen am Anfang gemerkt, dass dir viele Herzen zufliegen und gerade junge Leute auch dir schreiben und dich bewundern? Ja, das kam tatsächlich relativ schnell, also auch mit einem viel geringeren Bekanntheitsgrad. Sowohl positiv als auch negativ hatten Menschen Interesse an mir. Und ich fand es immer wahnsinnig rührend, wenn mir dann Kids geschrieben haben, dass sie auf irgendeine Art und Weise dadurch inspiriert wurden, ihr Ding zu machen und ihren Weg zu gehen. Und das ist natürlich wahnsinnig schön. Bist du denn aktiv in den sozialen Netzwerken? Bist du jemand, der auch sich das alles durchliest und auch mal selber antwortet? Ich bin wahnsinnig narzisstisch, ja. Du hast ja vor der Sendung zu mir auch gesagt, du redest sehr gern über dich. Ich liebe es, über mich zu reden. Das finde ich toll. Ich liebe solche Gäste. Ja, da kenne ich mich aus.
Ich lese mir das durch und gucke auch, was meine Fans so posten. Also ich bin da schon interessiert, aber zugleich auch ein bisschen faul. Also ich gucke eigentlich mehr, als dass ich selber poste, um ehrlich zu sein. Du hast ja damals nach dem Sieg auch was Interessantes gesagt. Du hast ein politisches Statement eigentlich gemacht. Ne? Du hast gesagt, du setzt dich ein oder du hoffst auf Frieden und Gerechtigkeit. In der Art war das, ne? Genau, also ich habe diesen Sieg irgendwie, weil damals diese Russland-Situation mit den LGBT-Rechten, wie soll ich sagen, einfach ab da irgendwie in die total falsche Richtung ging, war ich so emotionalisiert deswegen, dass ich mit diesem Sieg auch sagen wollte, und es ist vollkommen egal, wie du aussiehst, woher du kommst, welche Hautfarbe du hast und was du glaubst. Du kannst alles erreichen, wenn du daran glaubst und wenn du hart arbeitest und wenn du talentiert hast und Glück hast, und da kommt so wahnsinnig viel dazu. Aber ja, ich wollte einfach auch ganz vielen Menschen sagen, die große Angst hatten zu dieser Zeit: Ihr seid nicht alleine und es gibt immer jemanden, der zu dir hält. Und das wollte ich mit diesem Sieg einfach auch irgendwie noch mal klar und deutlich aussprechen. Das war ein politisches Statement. Also bist du auch angesprochen worden? Also gab es Leute, die dich auch gerne politisch benutzt hätten oder eingesetzt hätten mit dieser Botschaft? Ja, also das gab es natürlich, dass ich passe ja auch in gewisse Parteien sehr gut oder in ihre Wahlprogramme. Und das wurde natürlich dann auch gerne mal verwendet. Und wie soll ich sagen, ich lasse mich jetzt nicht per se vor einen politischen Karren spannen. Aber ja, ich bin eine politisch interessierte Person. Ich glaube, das kann man zu diesen Zeiten auch. Niemand kann von sich behaupten, dass das an einem vorübergeht, ohne darüber nachzudenken, was passiert, egal auf welcher Seite man steht. Schon allein, dass wir sagen müssen, auf welcher Seite man steht. Aber ja, es sind sehr bewegte Zeiten und es gilt, sehr aufmerksam zu sein und aufzuzeigen, dass es wirklich schief gehen kann, wenn es so weitergeht, wie sich das gerade entwickelt. Das kann man wirklich so sagen. Uns ist ein Fernsehauftritt aufgefallen, der schon hervorsticht aus den sonstigen Auftritten. Das war, als du bei Kessler ist warst. Also Michael Kessler hat ja diese Sendung, beeindruckende Sendung, in der er sich allmählich verwandelt in den Menschen, mit dem er sich beschäftigt. Wie war das für dich? Wir gucken gleich auch noch mal rein. Also es war schön und unangenehm zugleich. Ich dachte mir bei manchen Sachen: Michael, das sage ich nicht. Oh Gott, ja, genau, das sage ich. Das war schon so ein Aha-Moment. Ich kann mich darüber kaputt lachen. Hat er denn recht gehabt? Womit jetzt genau? Naja, dass er sich über nichts mehr aufregt so schnell. Dass du dich über so nichts nein, das war... In Wahrheit rege ich mich wahnsinnig gerne über mich selbst auf. Also ich bin wirklich sehr selbstkritisch und muss auch bewusst damit aufhören, mir alles anzusehen, was ich tue und mache. Denn man kann nicht perfekt sein und ich will das aber so sehr. Und da frustriert man sich selbst sehr schnell. Und deswegen gibt es definitiv... Ich rede wahnsinnig gerne über mich und in allen Variationen, gut und schlecht. Ja, also das heißt, du arbeitest auch an dir, beschäftigst dich damit, weil du ein bestimmtes Bild hast, dem du auch entsprechen möchtest wahrscheinlich. Ne? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe eins meiner größten Vorbilder ist meine Großmutter. Und die ist insofern mein Vorbild, weil sie kompromisslos so ist, wie sie ist. Und damit macht man sich nicht nur Freunde. Und das habe ich lange nicht verstanden, dass es eigentlich ein großartiges Geschenk ist, wenn man das kann, zu sich zu stehen. Und auch mal eine Meinung zu haben, die nicht alle unterschreiben würden. Und dafür bewundere ich sie sehr. Und sie ist definitiv, viele Menschen würden sagen, sie ist ein schwieriger Mensch. Für mich nicht. Also wir verstehen uns blind. Und ich glaube, dass das so ein bisschen das ist, wo ich hinarbeite. Ich will genauso eine glamouröse und selbstbewusste Person sein wie meine Großmutter. Deine Großmutter hat ja auch deinen Eltern auch ein bisschen geholfen damals, ne, als sie erfahren haben, du bist schwul. Da war sie ja eine wichtige Person. Ne? Ja, meine Oma war die coolste von allen. Die hat erstens gesagt: Ja, Überraschung, Schatz. Gratulation, dass du es auch gemerkt hast. Und hat sich dann zu meinen Eltern gedreht und gemeint: Und ihr beruhigt euch jetzt. Und es ist alles halb so schlimm. Und deine Großmutter, also hat sie Gelegenheit, häufiger mal auch dich auf der Bühne zu sehen, seit ihr im Kontakt, im Engen? Ja, also meine Oma und ich, wir haben stetigen Kontakt und sie ist auch immer wieder bei meinen Konzerten. Und sie lobt mich danach immer mit den Worten: Du singst so schön, aber ich verstehe dich nicht. Wie, ich verstehe? Weil ich nur auf Englisch singe. Ach, sie versteht die Sprache Ja, nicht. genau. Und jetzt habe ich ein deutsches Lied für sie eingebaut. Und ja, jetzt ist sie
zufrieden. Falls sie sieht, wahrscheinlich sieht sie uns jetzt nicht, ne? Aber ich finde, wir sollten sie einmal grüßen. Das muss ja eine ganz faszinierende Absolut. Frau sein. Ach, Oma, ich liebe dich, das weißt du. Wie heißt sie? Maria. Maria. Maria, ich grüße Sie auch. Also ich bin schon jetzt beeindruckt von dem, was Conchita erzählt über Sie. Conchita, du wirst ja 29 am Montag, 6. ne? November, ja, genau. Wie feierst du denn? Ich bin ja in den Vorbereitungen zu meinen Orchesterkonzerten und habe Proben. Aber ich freue mich sehr, denn ich bin in Berlin und werde mit ganz lieben Freunden von mir zu Abend essen. Und wir werden es aber sehr gediegen halten. Gediegen. Also große Party gibt es dann wahrscheinlich, wenn du 30 wirst. Richtig, nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr. Danke, dass du hier warst und so offen, auch wenn du schon häufig getan hast, über dich und dein Leben und überhaupt alles erzählt hast. Sehr gerne. Weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ob als Conchita oder als Tom, ganz egal. Wir werden sehen. Wir werden sehen, genau. Danke fürs Zuschauen. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Jetzt müssen wir das Eis noch aufnehmen. Jeden so ein bisschen.